Ja, hallo und herzlich willkommen zu The Little Acre, was ihr jetzt hier oben sehen könnt. Denn die lieben Publisher von Curve Digital, wie ihr gerade gesehen habt, haben uns, beziehungsweise mir, einen Key für den Teaser dieses Spiels gegeben, was laut der E-Mail ungefähr die Hälfte des Spiels beinhalten soll. Das ist ich glaube, von einem recht jungen Team gemacht worden, die dann Unterstützung von Cecil bekommen haben, der, wenn ich mich recht erinnere, zum Beispiel die Baphomets Fluch-Reihe gemacht hat, die sehr beliebt war. Das heißt, der hat die so ein bisschen supervised, ein bisschen rübergeschaut, guckt, dass es alles stimmig ist. Und der nochmal so ein bisschen den letzten Kick gegeben. Das Spiel halt so auf ein richtig gutes Niveau kommt und die Trailer sahen alle ganz geil aus. Ich weiß auch gar nicht, wie ich mich da irgendwo in den Newsletter angemeldet habe oder die mir das so geschickt haben, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall wollte ich mir das mal angucken. Wir können ja sogar auf Deutsch stellen. Ich tippe mal nur Untertitel. Die Musik ist relativ laut, meine Stimmen sollten auf jeden Fall gut zu hören sein. Und dann starten. Also auf jeden Fall Adventure Game, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Aber habe ich ja gerade erwähnt, dass er ja mit Fluch gemacht hat. Und hat auf jeden Fall einen ganz coolen Grafikstil. Die flüchten vor irgendwas. Ist das jetzt dieselbe? In einer anderen Welt oder so? Nein, nicht. I awoke to the sounds of Lily's gentle snores as they drifted across the bedroom loft. She was still fast asleep, and I needed to keep it that way, or suffer the consequences. Creaky floorboards meant that the simple act of getting dressed will require a little ingenuity. Okay, wir starten also direkt mit einem kleinen Puzzle. Okay, das war sie dann scheinbar nicht, weil es gibt sowohl so kleine als auch so normal aussehende Leute in dieser Welt scheinbar. Genau, und er hat jetzt gesagt, wir sollen aus dem Bett aufstehen, ohne den Hund aufzuwecken. Ich glaube zumindest, oder? Oder er meinte, ne, er meinte den hier. Ich dachte, Lily heißt der Hund, weil ich den noch gar nicht gesehen habe. Genau, wir sollen sie nicht aufwecken. Ich denke mal, das ist eine sie, weil das ist Lily. Ohne dass wir, ja, also wir sollen aufstehen, ohne sie aufzuwecken. Und die Dielen knarzen wohl so sehr, dass wir, denke ich mal, in die Stiefel steigen müssen. I needed to put on my trousers first. This wasn't my first rodeo. Dann, was haben wir denn hier überhaupt für Möglichkeiten? Objekte, Notizen. Na, hier sehen wir, was wir machen müssen. Hier kann man sich auch Hinweise holen. Okay, ich muss mich anziehen, ohne Lily aufzuwecken. Speichern laden, okay. Ich glaube, das ist auch alles okay. Können wir hier irgendwie auf die Kiste steigen? Was sagt er denn, wenn wir einfach Hose drücken? Kommt da nicht My ran. trousers were just out of reach. Morning, Dougal. Hey, Dougal. Give me that stick, boy. Yoink. Krapsch. Hab ich in den geklappt. Jetzt kann man mit dem Stock die Hose da hinten abschneiden. Huh? Yeah. Lily made a fish and marmalade sandwich for me the day before. I didn't have the heart to refuse, but I wasn't about to eat it. Ein Fisch-Marmeladen-Sandwich. Warum nicht? Kann sich die irgendwie angucken? Nö. Ja. Good boy. Oh, that stinks. Schön weiteratmen. Boots, check. Oh, that stinks. Dann sneaken wir uns jetzt I mal couldn't raus. leave. I wasn't even dressed yet. Ich dachte, du hast dich jetzt angezogen. Was fehlt denn noch? Socken? Und ein Pulli. Achso, so ein Hemd, wer braucht denn noch einen Couldn't Pulli? do anything about the sweater while Lily was still culling it.
Hol das Even with the Stöckchen. stick, I couldn't reach that far. I wasn't about to start throwing food around the room, without a good reason at least. I'd freed my sweater from Lily's clutches, but I was still out of reach. Okay. Kann ich jetzt nicht einfach aufstehen? I'd freed my sweater from Lily's clutches, but I was still out of reach. Und selbst wenn du angezogen bist, machst du nicht mehr, nicht weniger Lärm, oder? Du musst doch dann eh hier irgendwo raus. Oder? I should be able to get the trajectory right. Yummy. Den He Pulli. wasn't gonna just let me take it, but maybe he'd be interested in a trade. Na gut, wir tauschen gegen Stock. That was my cue to sneak out of there. Ups, sorry. Kurz auf den Desktop geflogen. Dann ich nur gucken, ob wir den Stock mitnehmen können, aber scheinbar nicht. Das war nur so das erste Tutorial, um so ein... Ups. I decided I'd cycle to the nearby town. Maybe I'd find someone willing to hire me. Maybe I'd find someone who knew where my dad had gone. But first, I had a few things to take care of. Ich wollte gerade sagen, der Hund ist einfach die Leiter runtergesprungen mit Vollspeed. I think he relocated so he won't be responsible for waking Lily. Okay. You and me both, buddy. Okay. Schönes Picked up Käffchen. the jug. Nee. I'd need water to make Lily's breakfast. Wasser. Okay, also wir sind so der große Bruder oder sowas. Oder Vater. Ich tippe ja auf großer Bruder. Wir sollen jetzt Frühstück machen. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Das Zimmer, Töpfe. Cooking utensils hung from the wall by the fire, for now at least. I'd recently made Lily a small wooden sword so she'd have something else to swing around. Okay. Lily's dress was hanging from the line. I didn't need to take it down for her. She developed her own technique for that. Wir müssen also erstmal Wasser wahrscheinlich gleich von The draußen doors of the cupboard besorgen. where we kept the dishes were tied closed. For all the good it did, I'm pretty sure Lily chewed through them last time. Ich weiß ja nicht, was sie für ein Kind ist, aber sie müssen irgendwie ganz schön viele Vorkehrungen treffen. Was hatte ich jetzt? Nur den... So, okay. Das geht hier so bei Vater an, oder was? Dad, where are you? Ich tippe mal, der Vater ist dann der, der weggerannt ist mit der kleinen Tuse, oder? Ich weiß es halt nicht, ob das dieselben zwei Blondinen da waren, die kleine und die große. Das werden wir Dad left sicherlich his noch jacket rausfinden. behind. Sometimes his work would make him forget the little things, like wearing a jacket outside. Or eating. Dad made his own generator to power his workshop. As with his other inventions, he just refused to explain how it worked. It looked like there was something missing, but I hadn't figured out what. H2O ist ja schon mal Wasser. Was ist das hier, irgendwie Dampf oder so? Und das soll dann irgendwie in den Trichter. Also hier soll irgendwie Wasser reintropfen oder so. Ohmschalter, ja, so ein Zeichen. Und das ist doch Gewicht, oder? LBS ist doch hier Pfund oder so? Was war denn das nochmal? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Gewicht, genau. Und auch Ohm und Gewicht. Das heißt, irgendwo muss doch auch was gewogen werden, oder ist das gleichzeitig auch eine Waage, wenn du das runterdrückst? The notes indicated that the water could be topped up via the funnel. I presume the machine wouldn't work without coolant. Okay, also das ist die Kühlung. It looked like something important was supposed to go in the slot. Da muss irgendwas rein. Da können wir noch nicht viel machen.
hier dann irgendein Rätsel später. Mit 5 Lämpchen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich später haben. Also bisher scheint das auch noch relativ einfach gehalten zu sein, weil es gibt hier nicht irgendwie Nutze, Rede, Schau an, sondern es gibt eigentlich immer nur eine Taste und er macht halt das, was Sinn ergibt. Das ist halt bisher ganz gut Lily gelöst. left Sir Fuzzlepuff here a while ago with strict instructions to report to her immediately, if he saw her grandfather. Okay, also ist schon länger nicht zurückgekommen, oder was? Und wenn... Okay, also ist das doch unsere Tochter. Weil er hat gesagt, er ist ihr Großvater. Das heißt, sie müsste meine Tochter sein, gehe ich jetzt mal von aus. Und ich habe halt nur so ein Interview gesehen zu dem Spiel. Und ich glaube, da hatten sie darüber geredet, dass... Also über so Schwierigkeitsgrade von Adventures und wie sie sich halt verändert haben. Dass damalige halt immer noch gut sind, aber trotzdem nicht mehr erfolgreich wären, weil heutige Spieler eben intuitive Spiele haben möchten oder eingebundene Hilfen oder sowas, ja. Also die wollen nicht direkte Hilfen einbauen, aber dass Spieler auch nicht mehr ohne Hilfen spielen würden, weil sie an solchen Stellen immer ausgestiegen sind oder erst wieder aus dem Spiel raus mussten, um eine Lösung im Internet zu suchen oder in irgendwelchen Lösungsbüchern. Und das soll hier halt alles im Spiel gelöst worden sein, irgendwie habe ich gelesen. Klar, einerseits haben sie hier so einen Tipp abholen oder sowas, dass sie halt dass man halt gar nicht erst wieder aus dem Spiel raus soll, haben sie auf jeden Fall gesagt. Mal gucken, wie das so gelöst ist. Wie gesagt, bisher, dass man, denke ich, hier immer nur eine Taste hat, ist schon mal ein bisschen vereinfacht. Aber es ist halt ganz gut, ne? Man hat trotzdem Rätsel, das würden wir, denke ich, sehen. Und ansonsten, ja, es ist eigentlich ein Adventure, ist ja nur Story und Rätsel. Und wie die Rätsel sind, müssen wir natürlich gucken. Aber ich denke mal, das wird schon stetig ansteigen. Und man muss halt immer relativ viel rumrennen. Ich weiß nicht, das fand ich immer ein bisschen doof, wenn man irgendwie so 3-mal zum selben Ort muss und dann wieder woanders hin mit dem reden und er schickt dann wieder zurück. Dann muss man immer so viel latschen und hat dort ein Item vergessen. Das fand ich immer so ein bisschen störend. Mal It gucken, wie looked das like he hier had gelöst rifled ist. through his belongings in a hurry. Either that, or Lily had been searching for clues. It looked like he had rifled through his belongings in a hurry. Either Okay. that, or Lily had been searching for clues. Ja. I had to admit, some of Dad's inventions really were inspired. Okay. Hat sich gerade irgendwas verändert? Nee, ne? Ich dachte gerade nur hier oben, aber das ist ja nur dieses UI. Ich dachte gerade, irgendwas ist da runtergeploppt oder so. Und im Licht ändert sich ja auch nichts. Oben ist Shortly after resigning from his position at the hydroelectric power station, Dad set up a few light bulbs in his room. They were connected to a machine which appeared overly complex for the purpose of powering a few bulbs. wahrscheinlich wird seine Maschine damit auch angetrieben, gehe ich mal von aus. Okay, also mehr können wir hier schon mal nicht tun, soweit ich das sehe, also gehen wir wieder raus. Müssen wir gucken, ich werde, denke ich, kein Playthrough machen, oder? Ich glaube, ich werde jetzt so mal in den Anfang reingucken und dann werde ich euch versuchen, noch mal ein bisschen später mit einsteigen zu lassen. Ich weiß ja nicht, ob ich euch am Ende der Hälfte noch mal einsteigen lassen kann, weil wenn ich nicht weiß, wann sie ist, weiß ich natürlich auch nicht, wann es aufhört, dann kann ich den auch nicht aufnehmen. Aber mal gucken. Ich denke, ich werde euch jetzt und dann noch mal später reinnehmen und schauen wir mal noch, wie das hier weitergeht. Ich muss mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Okay, weiter geht's. Wir haben ja schon gesehen, dass die Aufnahme komisch wird. So, einfach nur, weil jedes Mal, wenn ich den Raum wechsle, eine neue Aufnahme automatisch startet. Was auch heißt, dass wenn ich zwischen den Übergängen rede, ich vielleicht abgehackt wirke. Könnte ein bisschen doof sein, müssen wir mal gucken. Okay, wir können uns auch nach unten bewegen, das wollte ich nämlich gerade gucken, ob das schon der ganz nach oben war. Die Tür hatten wir. Was ist das hier? Hier tropft ein alter Mob. Eine Trittleiter. Dad's compactable footstool seemed like a great idea. I wasn't sure why it hadn't taken off. Okay, jetzt kann man wie in einem Buch zusammenfallen. Die Ente hier ist cool. Die
Gehen wir mal hinten raus. I only ever saw the transmitter active on a few occasions. During those times, Dad would have kept the shed door locked tight. Okay, und damit kann man irgendwas übermitteln. Kriegen wir hier Wasser raus? Nein. Oh doch, da muss da noch hingehen. Ich dachte gerade, das ist hier schon im Boden. Aber wie man gerade gesehen hat, als sich die Plane verschoben hat, ist das im Hintergrund. Aber der Übergang ist ja eigentlich ganz cool gemacht, so von einer Plane auf die andere. There was a solid block of wood next to the pump. Achso, okay. Ich muss gerade noch mal überlegen, was der von mir will. Machen wir mal den Krug voll, ja. Ja. Gut. The pump handle had snapped, leaving only a small section of it protruding from the pump. It was going to take something heavy to force it down. Wie wär's mit einem Baumstumpf? There was a solid block of wood. So gucken, ob man irgendwie drag and droppen kann, aber nicht. Und Rechtsklicker, also es gibt doch keine anderen Möglichkeiten. Hier haben wir einen Empfänger für den Transmitter, oder? The receiver attached to the shed received something from the transmitter, which in turn rotated the wheels to move the belt along in order to... I had no idea. Sometimes I think Dad added contraptions to his contraptions just to throw me off. Der Transmitter schickt ja was rüber, der dann hier irgendwas in diesem Schuppen Dad converted the garden shed into his personal workshop when he decided he wanted to work for himself. He'd normally spend every waking hour in there, inventing, tinkering, but it had been days, and there was no sign of him. Schauen wir mal rein. The door was unlocked, but something was blocking on the other side. Ja, also man muss irgendwas mit dem Transmitter machen, dass die Tür sich öffnet. Gehe ich mal von aus. Und irgendwas scheint ja mit dem Vater geschehen zu sein. Ich tippe mal, das war ja der Kleine am Anfang. Vielleicht haben wir jetzt auch beide und nur die... Meine Frau wäre das dann, tippe ich mal, ist wieder... entkommen aus was auch immer sie getan haben. Vielleicht müssen wir die finden, also jetzt wieder was mit unserem Vater geschehen ist. Ich weiß es nicht. Was hatten wir jetzt noch? Wir hatten nur den Tritt hier, ne? Und na gut, wir haben jetzt noch hier eine Klinke, die uns aber bestimmt nicht hilft, irgendwas zu übernehmen. Na. Dann gehen wir erstmal wieder rein, gucken auf der anderen Seite raus, würde ich sagen. In die ja, denn ja, Gansberg. My father had notions to turn to farming when he left his job. He never could leave signs behind. Weißt du, vielleicht sollte ich mich auf eins konzentrieren. Ich versuche mal gleichzeitig zuzuhören auf Englisch und den deutschen Untertitel zu lesen. Vielleicht sollte ich mich einmal nur auf die Sprache konzentrieren. Dann könnt ihr ja lesen. Also muss ich mir das manchmal zweimal anhören, weil ich das nicht checke. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Traktor und Trecker? Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. It was Dad's idea to put the memorial stone by the wall. It was Anya's favorite place to have a picnic. Auch schon viel einfacher, wenn man nur den Sound hört. Ein Paket. Das liest du nicht vor, oder was? Dear Aiden, thank you for your application for the position of repair color with Boyle and Sons. Ich bin Aiden, gehe ich mal von aus, oder? Nein, oder ist mein Vater. Aber ich glaube, ich war Aiden. I appreciate your consideration when bla bla bla. Military engineering. Stellt uns also natürlich nicht ein. Wir sollen lieber irgendwie so eine hydroelektrisch, also ein Wasser. Was ist denn hydroelektrisch? Hydro ist ja wasserbetrieben. Also Wasser zu Elektronik. Wasser zu Strom. Ist das dann nicht einfach so ein Wasserrad? Das macht doch aus Wasserstrom. Also Wasser dreht ein Rad an, aber wir sollen ja auch einen Damm bauen. Keine Ahnung. Naja, wer wollte das? Strange light?
Unemployment rates and immigration on the rise. Rumors abound regarding strange lines in the countryside. Das war ja das, was wir im Intro gesehen haben. Das hat irgendwas mit dem Verschwinden unseres Vaters zu tun. An end to petrol rationing inside. Jetzt gib mir den Pack. Oh, it's a package from my father. Okay, also wir sind Aiden und der Vater ist Arthur. Arthur, this is the last of the small crystals. I hope this was worth giving up your job for. I'm still finding the whole notion difficult to believe. I'm tempted to make a trip to your home to see it with my own eyes. But the fact that you keep the generator in your bedroom is quite unsettling, to say the least. If what you say about the lesser crystals is true, then I fear what may happen when this company begins experimenting on the large one. It's still safe for now, but I don't think it'll be possible to smuggle it out of here without anyone noticing. Given the apparent results of your own experiments, it's possible they'll listen to your warning. However, it's more likely they'll see nothing other than the potential for profit. For now, I'll do my best to impede their research. Stay safe, my friend. Nina. Ist Nina die Dame, die mit dem gegangen ist? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er wohl irgendwas mit kleinen Kristallen da in seiner Maschine, in seinem Zimmerchen getestet, was vielleicht irgendwas mit den Portalen zu tun hat. Der hat wohl irgendwas herausgefunden, was nicht so schön ist. The strange crystal was obviously important to my father. I Das couldn't heißt, help but wonder if it had anything to do with him going missing. I decided to do a little snooping around. das Ding gehört wahrscheinlich dann in seine Maschine vorne rein. Da steht auch der Little Acre. Wunderschön. Taking into account Lily's willfulness, it was often easier to indulge her creativity than flat out ask her to do something. In this case, the gnome was a spy who informed me of when Lily wandered too far from the house. My trusty bicycle was my main method of transport, and definitely didn't require any modifications, despite what my father said. Okay. Können wir hier irgendwo hin noch? Ne, doch, da Weg in die Stadt. Now that I had a lead on my dad's whereabouts, I definitely couldn't leave. Da habe ich mir auch gedacht, ich wollte nur mal sicherheitshalber nochmal nachfragen. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwo hingehen kann, ansonsten gehen wir wieder ins Haus und gucken, was wir mit den Kristallen anfangen können. Nö, soweit nicht. Gehen wir erstmal wieder rein. Vielleicht hier. Haben wir irgendwas für den? Hier willst du auf einer Klinke rumkauen? I don't think that would have helped. Gut, dann gehen wir erstmal wieder in sein Zimmer. So, und stecken da mal den Kristall rein. So, erstmal muss der wahrscheinlich rein, ja. Warte. Und jetzt. Let's see. It fits. Huh? It's glowing. Das wiegt schon mal 3 Pfund Dollar. Ja, Pfund da, ich bin so gut. Und hat 4 Ohm. The label on the right indicated the weight of the crystal. The label on the left indicated the electrical resistance of the crystal. Ja, verständlich, verständlich. So, 3 Sachen sind gegeben. 4 und 5 wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen noch an Wasser kommen. Das kriegen wir ja gerade nicht hin, weil wir irgendwas Schweres brauchen. Und dann müssen wir immer noch irgendwie das Format daraus finden. Da. Benötigen was Schweres. Hier ist so ein Bottich. Und das ist ja nicht schwer. Cooking utensils hung from the. I'd recently made Lily a small wooden. Wir haben noch einen Tritt, weil sie irgendwo hochrennen müssen und wir haben so eine Art. Doch, vielleicht können wir die Tür auch aufbrechen. So, vielleicht so eine Art Brechstange. I think you relocated, so. Ja, okay. Und noch ein Bild. Okay, das war ich, mein Vater und unsere Tochter wahrscheinlich. Die ganz schön groß aussieht. Also da sieht sie aus wie so ein normaler Mensch, ne?
Aber in dem Bett sah sie irgendwie kleiner aus. Also ganz habe ich den Dreh noch nicht raus, warum wer klein ist und wer groß. Oh, das ist meine... Na, wahrscheinlich ist das einfach meine Frau. Das würde aber heißen, das ist nicht die Blonde. Also die Tochter sieht natürlich einfach nur ähnlich, das könnte sein. Aber wer ist dann die Blonde? Ist die Blonde vielleicht diese Forscherin, die in den Brief geschrieben hat? Aber wo ist denn unsere Frau? Fragen über Fragen hier oben noch ab. Tried to keep some things out of Lily's reach, but it never worked. Kann ich die Leiter If I verschieben? went back up there, I'd wake Lily, and I did not want to do that. I don't think that... Nah. Okay. Dann brauchen wir immer noch was Schweres. Küchenschrank. I've had better ideas. Dann gehen wir gucken, ob wir das aufbrechen können. Was braucht denn der Transmitter? Wir müssen irgendwie den Strom in deinem Zimmer anschalten wahrscheinlich. Und das wäre uns der Stumpf sagen. Okay, das ging doch so. The lights in the shed only came on when Dad's generator was running. I hadn't figured out how it worked yet, though. It wasn't your average generator. It looked like the pitchfork had fallen from its resting place. Eine Heugabel, so. I couldn't see a thing, and the idea of walking around a room in the dark, where my father invented things, made me nervous. Das sieht irgendwie nach einem Portal aus oder einer Klonmaschine. Aber erstmal das so Licht anmachen. Dafür müssen wir den Generator anmachen. Das bringt ja eigentlich gar nichts, oder? The pitchfork wasn't heavy enough by itself to make the handle budge. So eine Hebelwirkung? Oder? Yet another impressive feat of engineering. Genau so habe ich mir das gedacht, dass ich mir damit einen Hammer bastel. Well, well, well. Hab da erstmal weggeschmissen, damit das Item nicht mehr im Inventar ist. Einfach so hinter die Mauer geschmissen. Ich würde sagen, das Rätsel lösen wir noch. Und dann sind wir auch schon über eine halbe Stunde. Treibt das mit Tomaten oder so? Navigation ist allseits bekannt und mit Doppelklick kann man immer skippen, dass er schnell durch die Tür geht. Oh ja, ich muss jetzt mal. Ja. Mal da reingehen. Und dann reingehen. There, that should keep it cool. Okay. The whole wall was covered in writing. Was steht denn dahinter? Kann ich hier... Oh. Okay. Also... Oben so ein Ding und dann links. Whatever I did, it caused the machine in the back garden to power up. Wir haben den Generator angeschmissen, denn das Licht geht auch. With the machine generating power, there was some writing on the wall made visible by the light of the bulbs. Some of it was obscured by sunlight, though. I had to admit, some of Dad's inventions really were inspired. Ja, das habe ich ja gesehen. Klon 4 oder FIFA? Ne, 4.
Hier sind noch mehrere Möglichkeiten, oder? Achso, ne, warte, das sind ja 6 und das wären nur 4. Wir brauchten ja 5. Okay. Schauen wir doch mal, was wir jetzt dafür eine Maschine. Sprache gestellt. The machine was receiving power from it. Doch noch, vielleicht sagt er noch irgendwas Spannendes dazu. Na, das bemerkt man schon mal, es gibt nicht so mehrere Dialogoptionen, wenn man mehrmals denselben Gegenstand anklickt, sondern es gibt immer nur wirklich eine. Das ist schon mal das erste, was raussticht, aber ich finde es nochmal lustig, so wenn du mehrere Möglichkeiten hast, aber andererseits ist das auch immer so ein bisschen störend, weil du dann weißt, so, um alle Informationen zu kriegen und alle Witze mitzukriegen, musst du immer so oft mit jedem Gegenstand interagieren, bis es sich nicht wiederholt. Ja, von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Sure enough, the lights and whatever other equipment Dad constructed were receiving power. I wasn't sure if I was getting any closer to figuring out what happened to him, but it was the best lead I had. There was a hand-drawn map on the wall with 2 locations marked. Our house and the hydroelectric dam, where Dad used to work. Also, er arbeitet mittlerweile auch für den Damm, oder was? There was a large machine in the middle of the shed, with what looked like sliding doors. Dad, you better not be stuck in there. There was a large... Dad, you... Ja, guckst dir doch an, Mensch. Was ist denn hier los mit dir? Ja, hab's mir schon gedacht. Ich habe ja noch ein Item, was dafür gedacht ist. Genau sowas geplant. The machine appeared to have opened by itself. There was a 50-50 chance that it was intended to respond to vibration, or that it was simply as reliable as the stepladder. It was one of the puzzle boxes my father often made for Lily. I wasn't sure why he hadn't given her this one, but I knew she'd be happy to have it. Ja, was es mit der Maschine auf sich hat, das könnt ihr selber erfahren, wenn ihr euch das Spiel anguckt. Wir werden vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt reinseppen, dass ich euch ein bisschen Feedback geben kann, wie das Spiel so verlaufen ist. Ich werde es mir auf jeden Fall noch ein bisschen anschauen. Macht Bock, wie gesagt. Der einzige Kritikpunkt, den ich so hatte, ist mehrere Dialogoptionen, so mit dem, wenn man mit demselben Gegenstand interagiert, wäre ganz cool, aber auch nicht sonderlich wichtig. Ansonsten finde ich das bisher ganz cool aufgebaut. Wir wissen jetzt noch nicht so viel von der Story, die baut sich gerade langsam auf, wir lernen die ganzen Personen kennen, dass sie nicht da sind, dass irgendwas hier los ist, irgendwas mit den Sternen. Wie das Ganze verläuft, werden wir uns wahrscheinlich mal anschauen. Also wir werden es nochmal später reinschauen, aber ich will ja auch nicht zu viel spoilern, sollt ihr auch selber spielen. Ich finde es auf jeden Fall bisher ganz cool. Das war The Little Acre. Danke an die Publisher, die mir das bisher zur Verfügung gestellt haben, und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.